Ja, hallo, ich bin Jan, bin hier seit circa 6 Monaten, komme aus Hamburg. Es ist für mich immer schon ein Wunsch gewesen, auszuwandern. Das war immer schon so ein stiller Wunsch halt, raus aus Deutschland. Ich bin vor 10 Jahren nach Mecklenburg, von Hamburg nach Mecklenburg ausgewandert. Da war das schon wesentlich freier. Und dann, ja, und letzten Endes bin ich halt der sogenannten Corona-Krise oder dieser Agenda sehr dankbar, weil das mir den Tritt gegeben hat, endlich komplett auszuwandern. Und ich einfach dadurch halt gesagt habe, alles klar, Haus verkaufen, mit dem Geld kann ich hier locker leben halt, muss nicht mehr arbeiten und kann hier einfach frei sein, kann in einem freien Land leben, mit freien Menschen, sehr netten Menschen und vor allen Dingen einer ganz tollen Gemeinschaft, so wie ich das sehe. Also ich komme hier super klar. Also ich habe hier schon so viele Geschenke bekommen, auch von Leuten, weil die alle sehr nett sind zueinander. Das Fahrrad zum Beispiel vorhin, das wurde mir geschenkt, die Drohne jetzt nicht, die ist zu teuer dafür so, aber ja, ich kann sagen, das ist halt hier sehr, sehr schön ist zu leben und ich fühle mich hier sehr, sehr wohl und kann nicht klagen. Natürlich gibt es immer irgendwelche Probleme, ganz klar, das ist normal, das ist Südamerika hier, auch wenn es alles sehr deutsch wirkt und alle Deutsch sprechen, es ist trotzdem Südamerika, ganz klar, das muss man natürlich wissen, aber es ist halt, wie ich denke, so, dass ja, man sagt, dass so 70% von den Menschen, die auswandern, wieder zurückkommen nach kurzer Zeit, weil sie es einfach nicht aushalten. Aber hier ist es wirklich wie betreutes Auswandern. Also es ist wirklich Auswandern für Beknackte, kann man sagen halt. Oder für Leute, oder für Leute, die das halt einfach, ja, Auswandern ist einfach nicht so einfach. Ne? Die sozialen Kontakte sind anders, die Sprache muss man können, halt auch das Finanzielle ist wichtig. Ich wollte sonst nach Brasilien gehen, aber das ist halt auch sehr, sehr schwer, da hinzukommen, weil man kommt als Fremder dahin, ist komplett fremd, ohne Unterstützung und ist ganz klar, dass die natürlich auf dein Geld aus sind da und man da schnell alles verlieren kann. Und hier fühle ich mich sehr sicher. Ist ganz große Klasse, kann ich nur sagen dazu halt. Ich will jetzt hier kein Werbevideo machen, so, aber es ist einfach meine ganz klare Meinung. Ich bin jetzt seit 6 Monaten hier, vielleicht noch nicht so ganz so lange, wie manche jetzt denken, aber es reicht für mich auf jeden Fall, um mir da ein Urteil zu bilden und sage, das ist große Klasse hier. Ja, ich habe, ja, zu Hause muss ich leider, meine Mutter muss ich zu Hause lassen, meine Schwester, die wollten nicht mit. Das ist einfach so, manchmal trennen sich da leider die Wege, das ist halt nicht ganz so angenehm, aber es sind halt viele Probleme dabei, wie man das halt, fährt gerade der Matthias vorbei, es sind halt einfach viele Probleme beim Auswandern dabei, ne? Das muss man einfach so sehen. Es ist nicht immer alles fröhlich, lustig und schön so. Aber meine Mutter hatte einfach Angst vorm Fliegen, ne? Das war der wichtigste Grund. Und ja, auch vor der Ferne und die wollte einfach zu Hause bleiben, so, ne? Yeah. So ist es einfach. Und das ist ja auch durch die Corona-Krise, also meine Schwester zum Beispiel, die arbeitet im Pflegebereich, im medizinischen Bereich, hat sich impfen lassen und da ist einfach nicht mehr der Kontakt da. Da ist es einfach auch, die Corona-Krise spaltet ja auch die Menschen, spaltet Familie, spaltet Freundschaften und da ist es einfach auch so gewesen halt, ne? Ja, am Anfang habe ich erstmal im Newtel 5 gewohnt. Das war ein recht kleines Zimmer so, aber trotzdem sehr komfortabel und ja, mit einem ganz tollen Blick auf den See. Manche sagen, es wäre ein bisschen teuer, aber man muss das Ganze sehen, das große Ganze halt, ne? Man hat da, wir haben hier eine gated Community, ne? Also man wird hier bewacht und es wird für alles gesorgt halt und man kommt hier an und mit Jetlag und wird sofort halt einfach, bekommt sein Zimmer, hat seine Dusche und wenn was ist, kann man sofort jemanden anrufen und sagen, hier, weiß ich nicht genau, ich habe gerade kein warmes Wasser oder sonst irgendwas, das wird alles sofort geregelt und das ist natürlich draußen in Caçapá, der nächstgrößeren Stadt oder auch in der Hauptstadt Asunción ganz, ganz anders, ne? Gerade wenn man die Sprache nicht spricht und ja, und so ist es einfach sehr, sehr schön, hier so ein betreutes Auswandern zu erleben und da bin ich auch sehr dankbar dafür, dass der Erwin und die Silvia das alles so ganz toll managen, ne? Das Wohnen in Piratava ist halt, ja, da hat man einfach sehr viele Menschen um sich herum, ist auch sehr schön, ne? Jeden Tag neue Leute so zu sehen oder fast jeden Tag, man hat immer Leute um sich herum. Jetzt wohne ich in meinem eigenen Haus, das ist ungefähr 10 Gehminuten von Piratava entfernt und habe halt das große Glück gehabt, dass ich schon ein fertiges Haus erwerben konnte von jemandem, der das EPV verlassen hat, weil er der Meinung ist, dass es hier nicht schön ist und so konnte ich ein fertiges Haus von ihm übernehmen. Ich konnte ihn nicht verstehen, warum er gegangen ist. Ich weiß nicht, wie es ihm jetzt geht. Ich hoffe gut, aber ich denke mal nicht besser als hier drinnen, weil es ist einfach, ja, das Leben ist hier wesentlich leichter als draußen, außerhalb vom EPV. Es ist einfach Südamerika, man ist Gringo, das muss man wissen.
Ich habe also ein relativ kleines Haus, so mit 70 Quadratmeter Wohnfläche. Die Wohnfläche ist hier nicht so wichtig, wichtig ist die Terrasse. Ich habe eine 30 Quadratmeter Terrasse, weil hier sowieso alles immer draußen stattfindet, weil es ja, auch wenn wir jetzt gerade Winter haben, ist es halt so, dass es trotzdem, ja, es ist nachts so ein bisschen frisch, man kann auch mal Raureif haben am Morgen, aber es ist trotzdem so, dass es dann am Tag immer wieder schön warm wird, sonnig wird. Gerade hier haben wir unheimlich viele Sonnenstunden und ja, die Terrasse ist wichtig, mein Haus ist wunderschön, nagelneu halt. Vorne wohnt Lydia und Bob, die sind noch nicht ganz fertig mit ihrem Haus so. Dann habe ich da hinten den Dirk, da geht es auch alles gerade ratzfatz, wie bei ihm das Haus gebaut wird. Große Klasse, das auch mal zu sehen, wie die das hier machen unter diesen Umständen halt, weil es ist wie gesagt Südamerika und in diesem armen Bereich von Paraguay solche Häuser mit so einer Qualität herzustellen, ist auch nicht ganz so einfach. Und auch in der Geschwindigkeit, also große Klasse, sehr schön. Da drüben wohnt Ferdi, auch mittlerweile ein guter Freund von mir, tolle Nachbarschaft. Ja, hinter dem Haus, wie man es jetzt nicht so sehen kann, wohnt noch der Uwe und die Simone. Und ja, es werden halt immer mehr und mehr und mehr und alles liebe, nette Leute. Kontakte zu haben ist hier ganz, ganz wichtig, dass man einfach mit den Menschen sprechen kann und auch Freundschaften entwickeln kann und sonst kriegt man keine Geschenke zum Beispiel. Ja, man kann halt ganz tolle Touren auch machen in die Hauptstadt zum Beispiel mit Freunden. Habt ihr gemacht? Ja, schon öfter halt, ne? Schon öfter Touren nach Asunción gemacht zum Beispiel. Und ja, das ist einfach sehr, sehr schön, dass man das erstmal hier alles so ja, erleben kann und auch man muss sich auch ein bisschen Zeit geben, halt überhaupt anzukommen, denke ich. Der eine ist so, der andere ist so, der eine muss den ganzen Tag was zu tun haben, der andere nicht. Ich bin eher nicht so unbedingt so, dass ich den ganzen Tag was zu tun haben muss. Aber es gibt hier auf jeden Fall vielfältige Möglichkeiten, irgendwas zu machen, sich hier zu engagieren und mitzumachen, ob es jetzt ehrenamtlich ist, ob es einfach jetzt Leuten beim Umzug helfen ist oder bei Kleinigkeiten im Garten oder halt natürlich auch gegen kleines oder großes Taschengeld. Hier sind dir alle Möglichkeiten frei halt. Du kannst hier eigentlich machen, was du willst, wenn du ein bisschen Engagement vor allen Dingen mitbringst. Ja, was hat man hier zu den Problemen, weil ja nicht immer alles nur schön ist. Also wo Licht ist, ist auch Schatten, ganz klar, gibt es hier auch Probleme. Also mit den Mücken haben manche Probleme so, ne? Aber ich bin der Meinung, das ist eine Gewöhnungssache. Also ich habe mich da einfach dran gewöhnt und es ist auch nicht schlimm. Jetzt im Winter sind sowieso keine da und ich komme auch aus Deutschland, aus einem mückenverseuchten Gebiet und da habe ich das einfach auch gelernt, dass man damit klarkommen muss und das auch nichts bringt, dagegen anzukämpfen, aber man hat hier auch so viele Möglichkeiten, dagegen anzugehen. Man kann halt, es gibt diese elektrischen Fliegenklatschen, wir haben halt dichte Häuser, wo keine Mücke reinkommt und also man kann da schon was gegen unternehmen. Ja, Problem mobil sein, das Problem mobil sein ist einfach, für mich ist es einfach nicht so vorhanden, weil man hier einfach viele Leute auch kennt, die Beziehungen aufbaut und die auch gerne zum Einkaufen nach Caçapa fahren oder halt auch mal nach Asunción fahren. Da ist man, kann man sagen, darauf angewiesen, wenn man nach Asunción möchte oder muss, weil das ist einfach die Hauptstadt, da kriegt man alles, kann man alles kaufen. Hier in Caçapa bekommt man halt nicht so die Auswahl, weil es einfach ein sehr armer Teil von Paraguay ist. Ja, das Wichtigste ist einfach halt Beziehungen so, dass man Beziehungen hat und einfach Leute kennt und mit denen gut klarkommt und wenn die ein Auto haben und die einen gerne mitnehmen, kann man mitfahren halt, sonst halt nicht. Ne? Das ist halt, also wie überall auf der Welt halt. Ne? Früher sagte man immer, du musst irgendwie Beziehungen haben und heute musst du einen kennen halt. Das ist immer genau das Gleiche. Ne? Und viele Menschen fahren ja auch einfach nach Caçapa zum Einkaufen, wollen dann nicht alleine fahren, dann kann man mitfahren. Aber auch sonst ist es kein Problem, man kann sich ja hier ein Motorrad oder ein Auto oder sowas auch kaufen. Oder ein Quad, das ist ja alles, auch mit dem Führerschein, ist ja alles total simpel und einfach gemacht halt. Ne? Kann man auch machen. Für mich persönlich ist es im Moment halt, ich wohne hier seit 6 Monaten und ich habe kein Auto und ich komme super klar. Klappt wunderbar für mich so mit den Fahrgemeinschaften. Also wenn man sich halt nur eingräbt und sich verstecken möchte oder so, dann hat man es einfach schwer. Im Ausland sowieso. Ja, und hier natürlich auch ein bisschen schwerer. Das ist halt, ja, der Mensch ist ein soziales Wesen, er braucht einfach andere Menschen. Und es ist halt schön, dass man hier so viele gleichgesinnte andere Menschen findet, ne? Weil was soll man mit Menschen anfangen, die um einen herum sind, mit denen man sich nur über Schuhe kaufen unterhalten kann oder sonst irgendwelche Nichtigkeiten unterhalten kann. Und das ist halt sehr schön, dass man hier so viele Gleichgesinnte trifft, mit denen man sich unterhalten kann halt, ne? Und über Sachen, die einem am Herzen liegen. Und das ist halt eine sehr, sehr schöne Gemeinschaft, die daraus erwachsen ist, wie ich das sehe. Hast du dich hier schon mit jemandem? Nö, ich kann nicht, also das sind halt keine Probleme, die man so, weiß nicht, was habe ich für Probleme hier? Ich habe hier sonst keine Probleme so.
Eine Freundin fehlt mir im Moment halt so, weil meine hat mich ja im November verlassen halt, ne? Die hätte ich gern dabei, aber alles kannst du nicht haben so, ne? Und nee, ich kann hier das sind alles keine Probleme, die man hat halt, ne? Meine Klärgrube stinkt so ein bisschen so, aber das ist ja nichts, ne? Meine Motorsense ist gerade kaputt halt, dass ich hier nicht Rasen mähen kann, das sind die Probleme gerade. Ja, dann drückt mich das so ein bisschen, dass Ferdi umgezogen ist halt und der eigentlich Hilfe braucht bei seinem ganzen Gelumpe, was der da alles hat. Der hat ja, ich glaube, 14 Einräder oder sowas halt, ne? 14 Einräder hat er, ne? 4 Motorräder und der ist halt einfach, der hat so viel Gelumpe und das muss alles eigentlich eingeräumt werden. Das belastet ihn gerade sehr halt. Da würde ich gerne eher noch ein bisschen mithelfen, aber er ist heute nicht da, er ist in Villa Rica. Was Neues kaufen natürlich. Das ist ein Knaller, ne? Ja. Ja. Ja, also für mich sehe ich meine Zukunft darin, dass halt, ich habe in Deutschland Ofenbau gelernt. Das große Glück gehabt, dass ich das von einer der besten Ofensetzer Deutschlands lernen konnte. Und das werden so Grundöfen sein und da werde ich mich auf jeden Fall darauf spezialisieren, dass ich halt den Menschen so Grundöfen in die Häuser reinbauen kann. Mit vollbeheizter Ofenbank, Tonne schwer, 2 Tonnen schwer unterschiedlich und es ist einfach macht das ganze Wohnen halt noch angenehmer und schöner, weil man braucht hier nicht unbedingt eine Heizung, es geht auch ohne, aber es macht die ganze Sache wesentlich angenehmer so zum Wohnen. Und ja, Brennholz ist hier vorhanden halt, die Steine sind hier vorhanden, der Lehm ist hier vorhanden, ja genau, es ist halt ein uraltes Handwerk. Und es ist vor allen Dingen mit all diesen ganzen Beschränkungen in Deutschland, darfst du das einfach alles gar nicht mehr. Das ist ja der Wahnsinn, wie halt durch die Bundesemissionsschutzverordnung in Deutschland das Ofenbau, die Grundofenbauidee, die normalerweise extrem umweltfreundlich, extrem sparsam und sehr angenehm für den Bewohner oder Benutzer des Ofens ist, das wird ja alles unterbunden. Du darfst ja gar nichts mehr in Deutschland halt. Ne? Und dann aus Umweltschutzgründen, ne, wo jeder weiß, dass es ja einfach Quatsch ist, von oben bis unten, hinten bis vorne. Ne? Allein schon, wenn man das mit der Autoindustrie sieht. Früher hatten wir umweltfreundliche Autos, die nur 3 Liter gefahren sind, wie die Ente zum Beispiel. Und was haben wir heute für Riesenpanzer auf der Straße fahren, die alle viel Sprit brauchen, alle dicke Reifen haben und alles überhaupt nichts mit Umweltschutz zu tun hatten. Und solche Ideen für den kleinen Mann, dass man einfach als Ofensetzer arbeiten kann, das darf man in Deutschland einfach gar nicht. Man darf es nicht. Ne? Also man muss es gelernt haben, man muss einen Meisterberuf haben, einen Meisterbrief haben. Ja, also wenn man das so, manche sprechen so von diesem Aufwachprozess, ne? Und das fing bei mir schon vor 20 Jahren mit der Einführung des Euros an. Da wusste ich, alles klar, jetzt verändert sich was. Jetzt muss man irgendwie reagieren darauf, weil es ist einfach so, das hat man auch damals schon gesagt, der Krieg reich gegen arm, der fing ja vor 20 Jahren an und die Reichen werden reicher, die Armen immer ärmer und ja, meiner Meinung nach ist das einfach die Endkonsequenz ist diese Corona-Agenda. Und ja, ich bin eigentlich, wenn man das so nennen will, vor 20 Jahren ist mir einfach aufgefallen, hier stimmt was nicht. Und man muss selber gucken halt, wie man klarkommt. Und ja, das hat sich immer mehr verschärft halt. Das sieht man in Deutschland ja auch. Ich meine, wir hatten 1997 hatten wir eine Tafel, eine Armenspeisung. Nach 20 Jahren EU-Diktatur haben wir jetzt 937 Tafeln in Deutschland, wo Menschen hingehen, die arbeiten und trotzdem nicht genug zum Leben haben. Ne? Und es wird immer in den Medien gespielt, alles wäre super, alles wäre toll, aber wenn man mal so ein bisschen hinguckt, dann sieht man einfach, dass es überhaupt gar nicht so ist. Und es ist ja in Europa alles so gemacht, halt, dass es den Bach runtergeht. Halt, ne? Ich meine, da sind so viele Probleme mit dem Strommangel alleine schon. Allein das reicht schon, das Thema Blackout reicht schon, um zu sagen, man muss das Land verlassen. Halt, ne? Ja, es ist ja immer das Problem, halt, dass du auch ein bisschen Kapital haben musst, um überhaupt darüber nachzudenken, halt auszuwandern. So, ne? Wenn du jetzt so gar nichts hast, dann denken viele da gar nicht drüber nach. Die wissen das zwar, aber die drücken das halt weg, ne? Und sagen, alles klar, das passt für mich nicht, geht nicht und muss ich leider mit leben. Ne? Seit 20 Jahren trennt sich da immer mehr die Spreu vom Weizen, wie ich finde, halt, dass man immer weniger mit den Menschen darüber sprechen kann. Auch immer mehr Menschen aus Deutschland verlassen das Land schon seit 20 Jahren und sind dann irgendwo, und das sind alles die so ein bisschen dahinter gucken, hinter den Vorhang gucken und mit denen kann man gar nicht mehr sprechen, weil sie nicht mehr da sind. Und jetzt ist es hier sehr schön, dass man einfach unheimlich viele Menschen trifft, mit denen man halt offen über das spricht, was einen selber bewegt halt in Deutschland. Da konnte man das schon gar nicht mehr.